In dem kleinen Dorf Silberbach, eingebettet zwischen endlosen Wäldern und schimmernden Seen, gab es eine Legende. Die Legende handelte von einem antiken Mondspiegel, der die Macht besaß, die Tore zur Geisterwelt zu öffnen. Clarissa, eine junge und mutige Abenteurerin, war von dieser Legende fasziniert. »Ich werde den Mondspiegel finden und das Geheimnis der Geister von Silberbach lösen«, sagte Clarissa fest entschlossen zu ihrer besten Freundin Elara, einer Bibliothekarin, die Bücher mehr als alles andere liebte. Clarissa und Elara begaben sich auf eine lange Reise, bewaffnet mit einer alten Karte und einer Liste von Hinweisen, die sie aus vergilbten Büchern und Manuskripten gesammelt hatten. Ihr erstes Ziel war der Tempel des Lichts, der im dichten Dschungel verborgen war. »Wenn wir die erste Prüfung bestehen, werden wir den Schlüssel zum Mondspiegel erhalten«, erklärte Elara, während sie durch den dichten Wald gingen. Als sie im Tempel ankamen, mussten sie ein komplexes Rätsel lösen, das sie zu einer versteckten Kammer führte. Dort fanden sie den ersten Schlüssel, eingraviert mit Symbolen, die den Mond darstellten. Die nächste Station war die Höhle der Schatten, ein düsterer Ort, wo Licht und Dunkelheit miteinander kämpften. Dort trafen sie auf einen Geist, der sie vor einer Falle warnte. Mit Geschick und Mut schafften sie es, den zweiten Schlüssel zu ergattern. Nun führte die Reise sie zum Berg der Winde, wo sie sich einer Herausforderung der Elemente stellen mussten. Mit Teamarbeit und Intelligenz gelang es ihnen, den dritten und letzten Schlüssel zu finden. Mit allen Schlüsseln im Besitz kehrten sie nach Silberbach zurück und fanden den versteckten Raum, in dem der Mondspiegel lag. Als sie die Schlüssel in die dafür vorgesehenen Schlüssellöcher steckten, öffnete sich das Portal zur Geisterwelt. Doch statt der erhofften Antworten fanden sie einen düsteren Geist, der versuchte, durch das Portal in die reale Welt zu gelangen. Clarissa und Elara vereinten ihre Kräfte und schafften es, den Geist zurück in seine Welt zu verbannen und das Portal zu schließen. »Ich habe mir die Begegnung mit den Geistern anders vorgestellt«, sagte Clarissa mit einem Lächeln. »Manchmal sind Geheimnisse besser ungelöst«, erwiderte Elara. Sie versteckten den Mondspiegel wieder und versiegelten das Portal, damit niemand mehr die Fehler der Vergangenheit wiederholen könnte. Die Dorfbewohner feierten ihre Rückkehr als Heldinnen, und die Legende der Geister von Silberbach bekam ein neues Kapitel, eines von Mut, Freundschaft und der unendlichen Faszination für das Unbekannte.